herzlich willkommen. Ich probiere heute zum ersten Mal diese Oyumaru, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Modelliermasse, um damit eine Art Silikonform für Epoxidharz herzustellen. Man sieht auch, sie ist total elastisch, also optimal für das, was ich damit vorhabe. Leider ist die Anleitung nur auf Französisch, das liegt mir jetzt nicht wirklich, aber das Wichtigste erkennt man jetzt hier schon auf einen Blick. Wir brauchen zuerst mal heißes Wasser. Das sollte so 80 Grad haben. Vielleicht habt ihr einen Wasserkocher, bei dem man das einstellen kann. Dann legen wir unsere Masse dafür 3 Minuten einfach rein. Und nach 3 Minuten sollte sie dann so aussehen. Jetzt könnt ihr sie fast wie echte Modelliermasse bearbeiten. Die Konsistenz ist nur etwas zäher. Aber Moment mal, hier fehlt doch noch was. Richtig, wir brauchen natürlich zuerst einen Prototypen. Den mache ich jetzt einfach aus etwas Fimo. Es geht natürlich viel schneller, wenn ihr euer ganzes Objekt auf einmal aus Fimo modelliert. Ich wollte es ja einfach mal ausprobieren und daher habe ich jetzt einfach mal ein Kleeblatt gemacht. Aber in Zukunft, da das sehr gut funktioniert hat, werde ich das sicher auch anders machen. Jetzt drücken wir unsere Objekte möglichst gerade in die Form hinein und warten dann ein paar Minuten, bis die Masse wieder fest geworden ist. Die Masse ist zwar wiederverwendbar, aber sobald ihr sie einmal benutzt habt, müsst ihr den ganzen Vorgang wiederholen. Das heißt, ihr müsst sie wieder neu in heißes Wasser legen und sie neu abformen. Denn wenn ihr das nicht macht, bleibt sie leider an euren neuen Resinstücken hängen, was dann sehr mühselig wird, das Ganze wieder abzukriegen. Ich habe hier Alkoholfarbe verwendet. In der Beschreibung steht leider drin, dass sie nicht kompatibel mit UV-Resin ist. Ich habe es trotzdem versucht und herausgefunden, dass man einfach nur nicht zu viel von dieser Farbe verwenden darf. Dann funktioniert das Ganze auch. Wenn man zu viel verwendet, dann wird das fertige Stück nachher sehr gummiartig.
Hier könnt ihr gut sehen, wie es ist, wenn man zu viel von der Alkoholfarbe verwendet hat. Es ist doch sehr labil geworden, ist vielleicht eine gute Eigenschaft für irgendwelche anderen Sachen, aber sicherlich nicht für Schmuckstücke. Ich habe den Kopf des Marienkäfers noch etwas verändert, wie ihr seht. Die Ecken habe ich mit etwas eingefärbten Epoxidharz noch etwas ausgemalt, so dass es einheitlicher und realistischer aussieht. Ihr könnt ihn aber auch gerne so lassen.